Moin! Viele kennen sicherlich diese schwarzen Gebrauchsspuren an Fräserschneiden. Das sind in aller Regel angebrannte Rückstände, häufig vom Harz. Und diese mindern spürbar die Leistung der Fräser. Sie werden einfach stumpf. Unterm Strich reibt sich der Fräser mehr durch das Holz, anstatt zu schneiden. Und das Thema möchte ich jetzt angehen. Ich nutze meine Fräser mit der Shaper Origin ja schon ein paar Jahre und manche habe ich trotz intensiver Reinigungsbemühungen nicht mehr wirklich sauber bekommen. Bisher habe ich die Fräser dazu in Harzlöser eingelegt und manuell mit einer Bürste gereinigt. Das hat aber irgendwann gar nichts mehr gebracht. Und jetzt möchte ich das Ganze mal mit dem Ultraschallreiniger probieren. Das Set von Shaper beinhaltet das Reinigungsbecken mit dem Fräskorb, eine Pinzette, eine Bürste, eine Flasche Öl und 2 Mikrofasertücher. Die Anwendung ist ziemlich simpel. Die Wanne wird erstmal mit circa der Hälfte des mitgelieferten Reinigungsöls gefüllt und in den Korb werden die Fräser gelegt. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Fräsköpfe keinen Kontakt miteinander haben, um Beschädigungen der Schneiden zu vermeiden. Je nach Größe passen so circa 4 bis 6 Fräser in den Korb. Und dann kann das Ganze schon in die Wanne eingesetzt werden. Alle Fräser sollten nun ausreichend mit Flüssigkeit bedeckt sein. Es gibt nur einen Drehknopf, mit dem ihr wie bei einer Eieruhr die gewünschte Reinigungszeit einstellt. Empfohlen wird eine Zeit von ca. 10 bis 15 Minuten. Nach 15 Minuten schauen wir uns das erste Ergebnis mal an. Bei einem Blick in das Reinigungsbad kann man bereits sehen, dass sich abgelöste Partikel dort tummeln. Und das ist schon mal ein richtig gutes Zeichen. Das Öl und die Fräser sind nach der Reinigungszeit handwarm. Mit der Pinzette können nun die Fräser bequem entnommen und dann mit der Bürste weiter behandelt werden. Und das sieht dann schon richtig gut aus. Der kaum verschmutzte 16 mm Fräser sieht bereits aus wie neu. Aber ich möchte natürlich sehen, wie meine restlichen Dreckspatzen nach einem zweiten Reinigungsbad aussehen werden. Also wieder rein in die Wanne. Und nach der zweiten Runde sieht man bereits noch mehr Rückstände im Ölbad. Das Ganze wird dann nochmal mit der Bürste nachgearbeitet. Ich finde das Ergebnis sehr motivierend und gönne den Fräsern nun noch ein drittes und abschließend ein viertes Bad mit jeweils 15 Minuten. Jetzt sieht es richtig klasse aus. Dass das Ultraschallbad so einen Unterschied ausmacht, hätte ich vorher nicht gedacht. Aber die Fräser sind nun wirklich alle restlos von den Verschmutzungen befreit. Und hier dann nochmal die fachliche Erläuterung, wieso ein Ultraschallbad so gut funktioniert. Und die Flüssigkeit? Naja, da schwimmt jetzt ja so allerhand drin, ist aber auch gut so. Und das Thema kann man ja auch lösen. Denn ich lasse das Öl nun durch einen Kaffeefilter laufen. Und das klappt richtig gut. So lässt sich das Öl problemlos weitere Male verwenden. Insgesamt lief das Gerät bei 35 Watt 4 Durchgänge zu jeweils ca. 15 Minuten. Dazwischen jeweils kurz mit der Bürste die Verschmutzung lösen. Zukünftig werde ich die Reinigung sicher öfter und viel frühzeitiger vornehmen, sodass ich vermutlich mit einem, vielleicht mit 2 Durchgängen auskomme. Mich hat das Set zu 100% überzeugt und fast abgeschriebene Fräser sind wieder zum Leben erweckt worden. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Fräser reinigt. Über ein Like und Abo würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!